Hallo liebe Zuschauer, das ist ein weiterer Film in meiner Sendereihe Dating. Und ich bin in den letzten Tagen des Öfteren gefragt worden, du bist mit deiner Ex wieder zusammen, mit der Anna, ihr seid ja ein glückliches Pärchen. Naja, wir sind kein Pärchen mehr, wir sind sehr, sehr gute Freunde geblieben nach unserer Trennung. Just follow every move. Bei den meisten ist es ja so, die sind ja noch in einer Beziehung oder haben eine Scheidung hinter sich. Die wenigsten kommen ja nach Thailand als Single, um hier eine neue Frau kennenzulernen. Und daher ist für den meisten, die Dating machen möchten, vorher noch eine Trennung steht da fest. Dazu kann ich aber nur sagen, also wenn du eine Frau an deiner Seite hast aus Europa und du glaubst, das könnte weiterhin klappen, dann halt diese Frau und denk nicht an die Taube auf dem Dach, sondern halte den Spatz in der Hand. Denn ich glaube, viele werden enttäuscht sein, wenn sie jetzt hier in Thailand auf der Suche gehen nach einer Thai-Frau. Hier ist ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Denken der Thai-Frauen und ich habe ja auch meine Probleme damit gehabt, muss ich sagen. Ich war ja 2,5 Jahre mit der Pitti zusammen und habe mich vor kurzem, hier ist mein Film dazu, habe ich mich ja von der Pitti getrennt. Ich will der Pitti gar nichts Böses zusagen. Im Endeffekt, sie kann ja gar nichts dafür. Das kommt aus der Erziehung bei ihr raus, wie sie gewisse Dinge interpretiert, die wir nicht so sehen. So, aber wo ich jetzt drauf hinaus wollte, ist eigentlich auf die Trennung zu kommen, weil ich ja gefragt wurde, wie kriegst du das denn hin, dass du mit deiner Ex-Frau so gut harmonisierst? Ganz einfach, sei einfach fair zu deinem jetzigen Partner. Sei offen zu deinem Partner. Rede mit deinem Partner, wenn ihr ein Problem habt. Das ist super wichtig, bevor du anfängst, nach anderen Partnerinnen oder Partnern zu schauen, um vielleicht da das Bessere zu finden. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Nämlich dadurch baust du ein Feindbild auf, wenn du eine neue Partnerin an deiner Seite hast. Du musst dir vorstellen, du bist ja viele Jahre mit deiner Partnerin zusammen gewesen und ihr habt euch ja auch mal geliebt. Und vielleicht hat die das gar nicht so mitbekommen, dass da irgendwo was nicht funktioniert in der Ehe und ihr habt gar nicht darüber geredet und dann orientierst du dich auf einmal zu einer anderen Frau hin. Ich spreche jetzt also hier die Männer speziell an, obwohl es bei den Frauen ist es ja auch so. Sobald eine dritte Person in die Partnerschaft reinkommt, ist Krach vorprogrammiert. Und der andere, der da zurückbleiben soll, fühlt sich beschissen und geht dann zum Anwalt und die Anwälte, die hacken aufeinander und dann kostet es richtig viel Geld. In meinem Fall habe ich es eben halt so in meinen Ehen gemacht, dass ich mit meiner Partnerin darüber geredet habe, was nicht funktioniert. Dann hat man auch eine Zeitfrist aufgebaut, wo man daran arbeitet und dann muss man irgendwann mal entscheiden und es auch aussprechen. Das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, der Pitti denn zu sagen, dass es leider nicht klappt und es hat weiterhin keinen Sinn. Man vergeudet Zeit und gerade wir Älteren, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann muss man eben halt Klartext reden und dann sagen, wir müssen uns trennen. Und wenn es zu diesem Fall kommt, dann muss man auch den anderen helfen. Man kann den nicht alleine stehen lassen. Das habe ich bisher immer gemacht, fand ich zu meiner Pflicht. Wenn ich mich getrennt habe, das war jetzt viermal. Viermal habe ich mich von einer Frau getrennt, wo ich länger als 2 Jahre mit zusammen gewesen bin, dass ich derjenigen dann auch geholfen habe mit dem Umzug. Finanziell habe ich auch geholfen, muss ich sagen, damit sie einen Start bekommt ins neue Leben. Und
dann kann es dann auch so sein, wie ich es dann hatte jetzt mit Anna, die jetzt nach 2,5 Jahren wieder von der Türkei zurückgekommen ist. Die ist jetzt also nur für ein halbes Jahr gut hier oder vielleicht ein bisschen länger, um ihr Geschäft, ihr Business hier, Wedding Company hat sie, wieder weiter aufzubauen, um hier zu arbeiten, ja, um ihr auch da zu helfen. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl und auch eine innere Befriedigung, dass man also keinen Streit hat. Also tut mir einen Gefallen, wenn ihr also daran denkt, euch von eurem Partner zu trennen, redet mit ihm, redet mit ihm. Und in einigen Fällen, dann funktioniert es nicht und dann muss man eben halt sagen, okay, wir trennen uns, ich helfe dir, dass du dann auf deinen Beinen stehen kannst im neuen Leben. Und dann orientiert man sich um und dann fängt man an zu daten. Und da wieder zurückzukommen auf den Anfang von meiner Serie, die ich hier mache, wie datet man hier in Thailand. Ich bin momentan auch wieder dabei, einen Weg zu finden, jemanden an meiner Seite zu haben. Bei mir ist es ja noch so, dass ich also im Dezember und Januar ja für 2 Monate weg bin und möchte also eigentlich davor gar nicht groß was machen diesbezüglich, bis ich wieder weiß, ich komme zurück oder ich finde jemanden oben in Rayong. Die Richtung orientiere ich mich auch, muss ich offen zugeben. Und dann klappt das Ganze noch. Also seid fair zu eurem jetzigen Partner und dann habt ihr auch Seelenruhe im nächsten. Okay, das war's. Tschüss.